This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Hi. Und hier ist der alte Mann von den Schlaftabletten. Und dieser olle Sprecher stört mich bei meiner wichtigsten Beschäftigung, dem Büroschlaf. Kann ich mich eigentlich bücken? Nein? Doch. Ah, Stanley kann auch runterkriechen. Also wir sind Stanley. Das Spiel nennt sich Stanley Parable. Das ist ein vollautomatischer Bleistiftanspitzer, wie man sieht. Dort in diesem Loch werden dann die unangespitzten Bleistifte eingeführt. Und dann werden sie spitz. Also die Bleistifte. Ah, da kann man Kabel durchführen. Aber da fehlt unten die Durchführung. Es ist nur eine Textur. Und ein Bild von einem Berg und einer Wiese davor mit Straße. Und es gibt keine Fenster. Und was ist das für eine Uhr? Also irgendwie sieht es aus, als ob es 11:30 ist. Mittagspause ist aber erst um 12, Stanley. Hier sind Akten. Aktienordner sind hier ganz viele. So, ich soll rausgehen. Ich tue das mal. Na, eigentlich muss ich dazu sagen, warte ich auf Herrn Kedos. Wir wollen noch ein bisschen Borderlands aufnehmen und ich habe mir gedacht, das liegt hier schon so lange bei mir rum. Ich gucke mir das mal an. Ist ein... Geht nicht. Geht nicht. Ist ein Horrorspiel. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Aha. Wir sollen in den Meeting No Room. matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ruhe! Die Tische sehen aus, als ob die da reingebissen haben. Habe ich jetzt in den Grafikeinstellungen, Video, das alles... Das ist doch nicht richtig. Ich hatte das doch umgestellt. 16:9. Ich habe das doch schon gesehen, dass das nicht so richtig aussieht. So. Okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Hauptsache, meine Software stürzt nicht ab. Nimmt sie weiter auf? Sie scheint weiter aufzunehmen. Aha, das sieht doch schon anders aus. Overload-Position. Overload. Fortgeschritten. Das ist alles geblieben. Ah, wahrscheinlich habe ich hier nicht auf OK gedrückt. Ich habe das schon beim Eingangsvideo gesehen. So, dann wollen wir mal gucken. Wie sieht denn das jetzt aus? Ah, jetzt sieht das ein bisschen genauso aus. Okay. Hier wäre mal ein Update fällig. So ein altes Betriebssystem wird nicht mehr aktualisiert. Hier steht sowieso alte Technik rum, so 90er Jahre mäßig. Der hier auch. Der funktioniert auch nicht. Da ist die Klappe auf. Ja, macht mal beim Kopierer die Türen auf, die Klappen, dann gehen die nicht. Könnt ihr mir glauben? So, geht nicht. 424.
Was haben wir hier? Kartons von... Aha. Eine Blume. Kann ich die mitnehmen? Nein, nein. Ja, ist eigentlich alles recht einfach gehalten. Das Spiel ist auch nicht sehr groß. 1 Giga oder so oder 1,4. Ich weiß das gar nicht so genau. Da ist die Decke kaputt. 416. Wir waren ja 427, 415. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich ging durch die linke Tür. Ja, nun das Spielprinzip ist, dass man, denke ich mal, den Anweisungen des Moderators folgt, also des Vorlesers, des Erzählers, auch wenn der eine angenehme Stimme hat, aber ich werde das nicht tun. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Ja, ich Perhaps gehe he den wanted to Pausenraum. stop by the employee Ja, lounge ja. first, just to admire it. Ja, wir bewundern den Pausenraum. Die Büros haben alle keine Fenster, ne? Oh, da geht's weiter. 4B9. Das sieht aus wie ein Meeting Room hier. Geht nicht auf. Sorry. Ich hätte mir mal was zu trinken hinstellen sollen. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ich nehme alles zu mir. Was denn? Ein Kaffee. Da ist kein Kaffee, nicht mal kalter. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Hier sind keine Bilder. Ich sitze auch vor dem Sessel. Entschuldigung. Geht nicht. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. Wegen It's Stanley? possible Da war doch gar that this keiner is drin. why everyone left. Ah, wir werden überwacht. Kann ich auch hüpfen? Nein, hüpfen But kann at ich. last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Hier ist auch eine Tür auf. Geht nicht. Oh, ein Bild vom Berg. Ich kann jetzt... Was ist das hier? Ich traue mich hier nicht... Oh, das sieht ja hier interessant aus. Und was ist hier? Oh. Jetzt meldet sich der Herr Kedos. Oh. Ah, wie mache ich denn das? Ich muss dann wieder von vorn anfangen. Na gut, dann machen wir erstmal hier einen kurzen Stopp. Und dann schauen wir mal weiter. So, da bin ich wieder und ich hoffe, jetzt haut es auch mit dem Bild hin. Das mit dem Grafikumstellen hat doch nicht so richtig funktioniert. Und ich konnte mich ja vorhin nicht entscheiden. Vorhin ist jetzt schon 2 Stunden her. Ich habe mit den Herrn Kedos fleißig aufgenommen, wo ich ja lang gehe. Ich werde mal beschließe mal, hier lang zu gehen. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Was? Ich wollte doch nur mal... Das ist ein Lager, ne? Würde ich sagen. Ich wollte doch nur mal schauen. Hier ist ein Stift. Ich kann nichts machen. Okay. Warning. Ich soll nicht springen vom Dingen hier. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Ja, wer There's someone weiß. you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Wer ist denn sie? Die 1. Wo sind wir denn jetzt hier? Zu? Ach du Kacke. Ach du Kacke.
That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Ich hab gedrückt. Und jetzt? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Hat seine Wohnung dieselbe Nummer wie sein Büro? Hallo. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Guten Morgen, Angestellter. Drücke jetzt I auf deiner Tastatur. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Drücke die 8. Sag mal, ist das seine Look at him Wohnung? there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. Hier war doch One might eben even noch feel sorry for eine him, Couch. except that he's chosen this life. Wo ist die Couch hin? Ich gucke But in jetzt his nicht mehr weg. mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Drücke die 6. And so he began to fantasize about his own job. Oh. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Drücke 0, um deinen Kindern eine Geschichte zu erzählen. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Bitte drücke 8, um deiner Frau zu sagen, dass du sie liebst. I love you, baby. But there is no answer. How could there possibly Das war mir klar. be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Drücke H, um schlafen zu gehen. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never ist be das Schlafzimmer. anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ich drücke jetzt nicht. Ich soll nicht drücken. Stand da eben. Ich will nicht zur Arbeit. Meine Wohnung hat sich in mein Büro verwandelt. Hallo, ich will nicht drücken. Ich will nicht. Ich drücke. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself?
How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Drücke B, um nichts in Frage zu stellen. Und wenn ich jetzt W drücke? T? 3? Nee, man geht nur die Taste, die man drücken muss. Suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I Oh. Und jetzt? Neuer Tag, neues Glück. Die Uhrzeit stimmt auch. Dann gehen wir mal raus. All of his co-workers were gone. Ja, die What could Mitarbeiter it waren mean? weg. Was das bloß Stanley decided to bedeutet. go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wir sollen in den Meeting Room 416. When Stanley came to a set of two open, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps doch he klar. wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Durch die gegenüberliegende Tür. Da lässt du mir ja keine Wahl. Oh, es geht in den Keller. Und jetzt? But Es Stanley geht didn't weiter in want den to go Keller. back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now, in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Ich will hier durch. Na gut. Oh, no, Hä? it's to the right, my mistake. Na gut. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What Du was I hast thinking? tatsächlich. It's Du clearly... hast gar nichts Oh gedacht. dear, would you hold on for a minute, please? Ja, schau mal Let's nach. see, we went Ich trink down, mal was. Right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Diesen Weg? Okay. Aber beim nächsten Mal. Macht Spaß. Bis dann und danke fürs Zuschauen. Tschüss.